EZB-Mitglied Schnabel wischt weitere Zinsanhebungen vom Tisch und rund um den Jahreswechsel, das sind unsere Themen für heute. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Ja, die letzten 5 Wochen waren für die Anleihenmärkte besonders positiv. Kurt hat euch ja letzte Woche die Performance der jeweiligen Assetklassen wie Staats- oder Unternehmensanleihen gezeigt. Und als Punkt auf dem i waren die Inflationsdaten in der letzten Woche noch einmal überraschend positiv, was dazu führte, dass die Renditen quer über die Zinskurve sank. In der Grafik seht ihr links die deutschen und auf der rechten Seite die US-Renditen. Im Vergleich zu Ende Oktober. Ende Oktober die blaue Linie, während die untere graue Linie der Mittagswert des 5. Dezember ist. Also in den USA etwas mehr als ein halbes Prozent tiefer und in Europa nicht ganz ein halbes Prozent. Auf der anderen Seite die ganz kurzen Laufzeiten, Papiere, sind relativ unberührt geblieben. Bis gestern. Frau Schnabel teilte in einem Interview mit, und sie ist das deutsche Mitglied im EZB-Rat, dass sich die Fakten geändert haben. Die eigentlich wichtigste Stimme im konservativen EZB-Camp hat den bemerkenswerten Rückgang der Inflation angesprochen und damit Punkt A, weitere Zinsanhebungen vom Tisch weggewischt, die Fantasie für Senkungen kräftig angeregt, jedoch auch ganz klar und deutlich die Datenabhängigkeit angesprochen. Nichtsdestotrotz, einige wenige sehr positive Marktteilnehmer gehen sogar von einer ersten Zinssenkung in der nächsten Woche aus. Das ist wohl etwas zu früh. Um seriös zu bleiben, ist ein erstes vollständiges Absenken mit April 2024 zu erwarten. Bis Oktober werden gesamt 5 Schritte vermutet, wie ihr in der linken der beiden Grafiken erkennen könnt. Was bedeutet diese Aussage für die Notenbank-Sitzung nächste Woche? Auf der einen Seite keine Zinsmaßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt mehr. Wachstumsprognosen werden wohl etwas geringer ausfallen, aber 2024 positiv bleiben und 2025 wird das Inflationsziel der EZB wahrscheinlich erreicht werden. Wenn wir den Blick zur rechten Grafik wenden, dann ist der Unterschied die Skalierung der Leitzinsen. Ab dem 2. Quartal werden Senkungen erwartet und bis zu 5-mal wird das Fed-Gremium aktiv werden. Somit die Notenbanken im Gleichlauf, nicht mit Verspätung, wie wir es zuletzt hatten von der EZB. Nur, der Job in Amerika ist etwas schwieriger. Nein, es ist nicht die Inflation, sondern es ist der Arbeitsmarkt. Hier sind die Daten noch viel besser. Das bedeutet eher eine langsamere Abschwächung des Arbeitsmarktes, aber auch quasi das Soft Landing, das hier geschafft werden soll. Positiv im Trend, weil nicht inflationär. Einerseits benötigen die Arbeitssuchenden etwas länger, um wieder ins Arbeitsleben zurückzukehren. Andererseits sinkt die Anzahl der freien Stellen für jeden Suchenden. Blicken wir in die Glaskugel, was bedeutet das für den Arbeitsmarkt am Freitag? Ja, es werden knapp 190.000 Jobs erwartet, die neu geschaffen werden. Jedoch, und das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt, ein Viertel davon sind Personen, die aus den großen oder in die großen Autowerke zurückkehren nach den wochenlangen Streiks, die dort geherrscht haben. Auch wenn sich die Dynamik hier verlangsamt am Arbeitsmarkt, sind es immer noch monatlich mehr als 100.000 neue Jobs und das ist bemerkenswert. Kommen wir zu den Kurzmeldungen. Die Deutsche Bundesfinanzierungsagentur wird bis auf Weiteres keine inflationsindexierten Anleihen mehr begeben. Griechenland verbessert sich nun auch bei der Ratingagentur Fitch auf Investment Grade und ist damit auch ein heißer Kandidat, um zum Jahreswechsel wieder in die Anleihenindizes mit guter Bonität aufgenommen zu werden. Die brav Credits gesammelt haben, zu denen kommt heute ganz sicherlich der Nikolaus. Bei denen, die Zweifel haben und damit ihr da ja nichts versäumt, auch im nächsten Jahr, abonniert den Kanal am besten hier und alles Gute, bis zur nächsten Woche und gesund bleiben, euer Lehre.